was wir heute machen, wollen wir uns vor allem auf unsere Core, auf unsere Rumpf- und Bauchmuskulatur konzentrieren und insgesamt so ein bisschen was für die Balance und für die Koordination machen. Wir fangen jetzt an mit einer Übung auf der Matte. Und auch die hat man bestimmt schon mal irgendwo gesehen und es kommt einfach darauf an, dass man sie ganz bewusst und langsam und kontrolliert ausführt und dann hat sie wirklich einen sehr, sehr guten Effekt auf eure Core-Muskulatur. Wir gehen in den Vierfüßlerstand und heben den linken Arm und das rechte Bein, wobei der linke Arm mit dem Daumen nach oben zeigt und wir führen unterm Körper Ellenbogen und Knie zusammen, um dann beide Arme und Beine wieder kontrolliert in die Streckung zu bringen und Spannung darauf zu bringen. Habt das Gefühl, dass ihr wirklich euer Bein zwar gerade, aber wirklich aktiv mit der Po-Muskulatur in die Länge zieht und dass ihr euren Arm so weit wie es möglich geht, gerade nach oben streckt, dass eure Schultermuskulatur hier wirklich maximale Spannung aufbringen muss. Wir führen noch 3-mal zusammen, noch 2-mal und noch einmal. Halten noch mal eine Sekunde. Und dann wechseln wir die Seiten. Wir strecken den rechten Arm aus. Und das linke Bein, achtet dabei darauf, dass eure Hände neutral unter euren Schultern aufgesetzt sind. Nicht irgendwo hier vorne, nicht irgendwo hier, sondern wirklich neutral, dass ihr so wenig wie möglich hier Drucklast auf die Schulter bringt. Rechten Arm ausstrecken, linkes Bein, Daumen zeigt nach oben und wir führen unterm Körper Knie und Ellenbogen zusammen. Bringt bewusst Druck in der Streckung auf das Bein, auf den Arm, in der geraden Position wirklich, soweit es geht, gerade nach oben wegstrecken. Und wir machen noch 3, noch 2. Und noch 1. Und dann wechseln wir auch direkt die Seite, machen das Ganze nochmal mit dem linken Arm, mit dem linken Knie. Für 8 Wiederholungen. 1. Und die letzten 3. Und eine letzte Wiederholung auf der Seite. Spannung halten, absetzen und direkt der Wechsel auf die andere Seite für 8. 6. 5. Nicht die Spannung verlieren. Noch 2. Und ein letzter. Spannung und absetzen. Sehr, sehr schön. Ich würde sagen, wir bleiben für die nächste Übung auch direkt hier unten auf der Matte. Am besten, wir machen jetzt ganz gezielt was, wirklich für unseren Bauch. Auch ein klein bisschen dynamisch. Um das stabil halten zu können, nehmt ihr eure Arme und setzt die am besten ganz leicht unter eurem Steißbein ab, sodass ihr euch da drauf so ein klein bisschen abstützen könnt. Und wir winkeln die Beine so an, dass wir die Füße vom Boden abheben. Bleiben mit dem Oberkörper in einer schrägen Position, nicht zu aufrecht, nicht zu weit hinten, sondern in so einer schrägen Position. Dann strecken wir vor uns die Beine aus, parallel, und ziehen sie wieder zum Körper ran.
das Wichtige ist, dass ihr im Oberkörper nicht anfangt dabei zu schwingen. Deswegen setzen wir auch die Hände unter dem Steißbein auf, dass wir so ein klein bisschen die Möglichkeit haben, uns hier abzustützen, die Bewegung so ein klein bisschen abzufangen. Und wir machen noch 3, 2 und 1. Machen eine kurze Pause. Und wir wandeln die Übung jetzt für die zweite Runde ein bisschen ab, indem wir die Hände hinter uns aufstützen. Und die Übung jetzt etwas dynamischer ausführen, indem wir die Beine abwechselnd zum Körper anziehen. Alternierend, links, rechts. Wir fahren nicht Fahrrad, das wäre falsch, sondern wir wechseln wirklich nur das angewinkelte Bein jeweils. Wer sich nach und nach steigern möchte, kann anfangen, die Hände vorne zum Ausgleich parallel zu halten. Dadurch muss die Bauchmuskulatur automatisch schon mehr arbeiten. Kurze Pause und wir machen das Ganze jetzt nochmal in der anderen Variante, indem wir beide Beine gleichzeitig nach vorne und nach hinten bewegen. Hände diesmal wieder unter dem Steiß halten, ran und weg. Und noch 4, 3, 2, 1. Und gleich nach der kurzen Pause machen wir es nochmal mit dem dynamischen Wechsel. Stellen dafür aber die Hände auch hinter unserem Oberkörper auf, um uns ein bisschen besser auszubalancieren. Und dann wechseln wir links, rechts, links und rechts. Und das machen wir jetzt noch 4, 3, 2 und ein letztes Mal. Sehr gut. Haltet einen kurzen Moment, beide Füße über dem Boden und absetzen. Sehr gut. Dann haben wir das für den Bauch geschafft. Mit unserer nächsten Core-Übung gehen wir auch wieder zurück auf die Matte. Und zwar wollen wir jetzt ein klein bisschen was für die seitliche Bauchmuskulatur machen, beziehungsweise eigentlich muss der komplette Körper auf Spannung sein. Wir nehmen den rechten Arm, winkeln ihn an und setzen den unter unserer Schulter auf. Und jetzt gibt es 2 Möglichkeiten. Diese Übung können wir in 2 Schwierigkeitsgraden machen. Ich mache den ersten Durchgang in der einfachen Variante und den zweiten machen wir dann in der etwas anspruchsvolleren. Und irgendwann, wenn ihr das Workout schon ein paar Mal gemacht habt, könnt ihr gerne die etwas anspruchsvolle Variante übernehmen. Von Anfang an. Wir bleiben jetzt erstmal so, dass wir uns mit dem Oberkörper abstützen von der Matte und wir Knie und Arm seitlich zueinander führen und die sich im angewinkelten Bereich in der Mitte treffen. Und ihr merkt, dass dieser Bereich hier definitiv arbeiten muss, um diese Bewegung kontrolliert und sicher auszuführen. Wir machen das jetzt noch 3 Mal. Bringt den Arm über den Kopf immer schön in die Streckung. Und dann machen wir das Ganze auch noch einmal für die andere Seite. Ellenbogen schön unter der Schulter und den Arm ausstrecken und Knie und Ellenbogen aufeinander zu bewegen.
Achtet dabei darauf, dass ihr das Bein, was sich in der Bewegung befindet, dass ihr das nicht einfach fallen lasst, wenn ihr zurückkommt, sondern es bleibt immer auf Spannung in der Luft. Und noch zweimal. 1, überstrecken, 2. Jetzt wechseln wir wieder die Seite für Runde Nummer 2. Jetzt machen wir die etwas anspruchsvollere Variante. Die werdet ihr irgendwann auch ausführen können. Jetzt ist es so, ihr habt es euch wahrscheinlich schon gedacht, wir heben die Hüfte dieses Mal mit an und führen dann die Bewegung aus. Das machen wir ganze 8 Mal. Und noch 5, 4, 3, 2 und ein letzter. Zack. Hüfte absetzen, einen Seitenwechsel. Schön Ellbogen neutral unter der Schulter, Hüfte nach oben drücken, Arm ausstrecken und los geht's. Und noch 2. Und geschafft. Ja, das mit dem Umhalten ist gar nicht so unanstrengend, deswegen arbeitet euch da ruhig hin, wenn ihr möchtet. So, Stabilität kann man nicht nur im Liegen halten, sondern auch in einer stehenden Position. Und zwar immer dann, wenn unser Oberkörper Bewegungen oder Positionen ausgleicht bzw. halten muss und unser Unterkörper dabei dynamisch arbeitet. Und genau das machen wir jetzt. Wir machen wieder eine Übung, in der wir die Kniebeuge mit aktivieren. Heißt, hüftbreiter Stand, so wie wir es vielleicht von anderen Workouts auch schon kennen. Wir drücken die Gewichte über unseren Körper und wir gehen in eine Kniebeugenposition. So. Ihr werdet merken, ich mache es auch gerade so vor, dass wir jetzt durch diese Überstreckung im Oberkörper uns viel aktiver ausbalancieren müssen und es uns auch gar nicht so leicht fällt, in eine tiefe Kniebeuge runterzukommen. Deswegen ärgert euch nicht, wenn euer Bewegungsradius jetzt gerade vielleicht etwas kleiner ist, als ihr sie aus anderen Kniebeugenübungen schon gewohnt seid. Dieses Bewegungsmuster ist für den Körper noch mal viel anspruchsvoller. Wir machen davon jetzt noch 4, 3, 2 und einen letzten. Und beim zweiten Satz werde ich euch zeigen, dass wenn ihr euch noch ein klein bisschen breiter aufstellt, die Zehenspitzen noch ein klein bisschen weiter nach außen ausführt, dass ihr es dann schaffen werdet, noch ein Stückchen tiefer zu kommen. Wir versuchen das einfach. Tastet euch daran. Wenn es noch nicht ganz so tief geht, ärgert euch nicht. Je öfter ihr das macht, desto weiter werdet ihr in eurer Hüfte, in euren Knien mobiler und in eurer Muskulatur stärker, dass ihr die Bewegung ausführen könnt. So, wir nehmen uns wieder unsere Flaschen, strecken sie über den Kopf aus, lassen die Ellenbogen dabei ganz leicht angewinkelt. Unser Stand ist jetzt etwas breiter. Unsere Knie bewegen sich wie immer Richtung Zehenspitzen und wir gehen tief und hoch. Tief und hoch. Und vielleicht merkt ihr, dass es euch jetzt leichter fällt, mit dem Gesäß tiefer in die Kniebeuge zu kommen, die Knie wirklich zu beugen. Und irgendwann könnt ihr euch auch daran tasten, den Stand etwas schmaler zu wählen und kommt dann irgendwann wirklich genauso tief. Wie ich jetzt gerade in der etwas schmaleren Variante. Man kann das Ganze noch auf die Spitze treiben, wirklich in eine neutrale Hüftposition gehen und dann die Kniebeuge erreichen. Aber wir arbeiten jetzt erstmal im breiten Stand. Das Ganze lässt sich besser erreichen. Tastet euch daran und wir machen jetzt noch 2.
Und einen letzten. Langsam hochdrücken und die Gewichte vor euch abstellen. Sehr gut, habt ihr das gemacht. Das ist gar nicht so unanspruchsvoll. Das ist sowas Ähnliches wie ein Overhead Squat, eine Overhead Kniebeuge. Die ist mit wirklich schon relativ wenig Gewicht sehr anspruchsvoll, auch für erfahrene Sportler. Für unsere nächste Übung, mit der wir unsere Core- und Rumpfmuskulatur noch ein bisschen stärken wollen und auch die hintere Beinseite noch mal so ein klein bisschen mit aktivieren, brauchen wir eine Flasche. Wir gehen in einen Stand, der etwas breiter als hüftbreit ist, nehmen die Flasche jetzt erstmal in die linke Hand, strecken die über Kopf aus und jetzt wird es gleich so sein, dass wir den Oberkörper nach vorne abknicken mit dem Ziel, dass unsere Hand den Boden berührt. Und ihr achtet jetzt erstmal kurz auf meinen linken Arm. Wenn ich nach oben komme, ich gleiche die Bewegung in der Schulter immer so aus, dass sich die Flasche im Grunde immer senkrecht über meiner Schulter befindet. Die schwankt nicht hin und her oder macht hier so, ne? Sondern meine Schulter gleicht meine Bewegung im Oberkörper immer so aus, dass die Bewegung stabil ist. Ich hoffe, ihr habt die Idee hinter der Übung verstanden, beziehungsweise den Bewegungsablauf und ärgert euch nicht, wenn es vielleicht nicht von Anfang an funktioniert. Übt auch die Bewegung einfach sonst mal vom Spiegel und kontrolliert euch, ob die Flasche auch wirklich das macht, was sie tun soll, nämlich nicht zu viel. Und dann fangen wir jetzt an, die Flasche über Kopf strecken und mit dem rechten Arm Richtung Boden bewegen. Ihr dreht dabei den Oberkörper so ein bisschen ein und arbeitet deswegen auch automatisch mit verstärkt im linken hinteren Bein. Und eure Rumpfmuskulatur muss diese Belastung durch das Gewicht über eurem Kopf und den Zug, den euer hinteres Bein ausführen muss, der muss diese Stabilität herstellen. Und deswegen ist diese Übung wirklich für eure Core-Muskulatur anstrengender, als sie aussieht. Wir machen noch 2 Wiederholungen auf dieser Seite. Führen das Gewicht zurück, nehmen es in die andere Hand und machen jetzt genau die gleiche Bewegung mit der anderen Seite. Führen die linke Hand zum Boden und machen mit der Schulter wieder die Ausgleichsbewegung, um das Gewicht möglichst senkrecht über unserem Körper stabil halten zu können. Wenn ihr am Anfang noch nicht ganz auf den Boden kommt, arbeitet sonst erstmal bis zur Höhe der Knie, kommt wieder nach oben und tastet euch langsam an mit eurer Beweglichkeit, wie tief ihr diese Übung ausführen könnt. Sehr gut. Wir wechseln noch einmal die Seite, machen das Ganze nochmal einen Durchgang durch. Linker Arm hält das Gewicht nach oben und der rechte Arm geht Richtung Fußboden. Das Ganze wird anspruchsvoller, wenn man den Stand etwas weniger breit wählt, weil dann der Weg nach unten noch länger wird. Wir arbeiten aber jetzt noch in einem etwas breiteren Stand. Und machen jetzt noch 3 Wiederholungen. 2 und noch eine Wiederholung. Wechseln einmal flach die Seite und die linke Hand geht zum Boden, ganze 8 Mal. 2 und ein letztes Mal schaffen wir auch noch Arm an Winkel, Flasche absetzen. Übung erledigt.